Also man muss zunächst mal sagen, die ökonomischen Reformen in den 60er Jahren, die sind in den meisten sozialistischen Ländern recht ähnlich verlaufen. Nicht, wenn man als Extrempunkte nehmen Polen, die also nicht mal die Kollektivierung der Landwirtschaft hingekriegt haben, und auf der anderen Seite Ungarn, die in der Marktorientierung am weitesten gegangen sind. Aber im Prinzip war das schon alles sehr ähnlich. Und ich denke, der Impuls ging letztlich von der Sowjetunion schon aus, war das wichtigste Land. Ich erinnere an den Aufsatz von Jewsej Lieberman, Plan, Gewinn, Prämie, 1961 oder 62 in der Pravda erschienen. Und das bedeutet was. Aber dem ging natürlich Entwicklung voraus. Lieberman hat schon viele Jahre vorher veröffentlicht. Also, aber das würde ich als so eine Art Startschuss ansehen für die Richtung, in die es gehen sollte, die ja der Titel anzeigt, dann auch ging. Es lagen ja durchaus reale Probleme zugrunde, nicht? Also die einen konsistenten Plan verhinderte. Ein großes Problem war Aufstellung eines Planes. Ist ja eine komplexe Geschichte. Nicht? Das geht ja nicht so, dass die Zentrale da eben über irgendwas erzählt und das wird dann gemacht, sondern das ist in Interaktion mit den erstmal zunächst regionalen Behörden und so weiter, bis dann schließlich hin zu Gosplan. Ne? Jeder Betrieb kriegte da so einen 10-stufigen Plan, nicht, der dann so Kennziffern, die nacheinander abgearbeitet wurden. Und das Problem war, der endgültige Plan kam, wenn die Planperiode schon längst angefangen hatte. Ne? Das heißt, sie arbeiteten und wussten eigentlich gar nicht genau, wo die Sache hinging. Dann gab es Probleme mit den Materialzulieferungen, die durch materialtechnische Versorgung passierte durch Gosnab. Es gab ja auch verschiedene Institutionen, gab ja nicht nur Gosplan, sondern regionale Behörden und Gosnab, wie gesagt, für materiell-technische. Das lag nun wiederum auch an den Bilanzsystemen, die sie hatten. Nicht? Das waren Bilanzen in physischen Größen, die den Gesamtoutput zum Ausgleich brachten mit den Einzelanforderungen. Und die waren aber wiederum häufig unvollständig, manchmal nur bis zu 60%. So. Naja, und damit hatten die Betriebe zu kämpfen. Dann natürlich die berüchtigte Tonnenideologie. Wenn so und so viel Meter Stahl angesagt ist, eben halt also die einfachste Art von Stahl dann zu produzieren, ob das gebraucht wurde oder nicht. Also das waren schon reale Probleme, aber für die dann eben der Ausweg in Richtung Eigenständigkeit der Betriebe und so weiter. Nicht? Also ein wichtiges Moment in der Sowjetunion war, dass da wieder eingeführt wurde die Ghosratschrott, also das heißt wirtschaftliche Rechnungsführung. Wieder eingeführt, weil dies schon mal gab, Lenins neue ökonomische Politik. Ne? Nur damals hatte das seine Berechtigung. Nicht? Neue ökonomische Politik wurde gemacht, um die Verbindung zwischen Industrie und Landwirtschaft wieder herzustellen, die nötig war, damit die städtischen Arbeiter nicht verhungern. Und das ging dann eben nur durch Marktbeziehungen zwischen Industrie und Landwirtschaft. Und wie gesagt, da hatte es seine Berechtigung.
Nicht? Aber in dem Stadium, in dem die Sowjetunion damals war, eben, wie gesagt, aus meiner Sicht eine sehr problematische Entscheidung. Ne? So, und so ähnliche Probleme gab es auch durchaus in der DDR. Nicht? Es war nun nicht so, dass sie das aus dem Nichts sich irgendwie ausgedacht hatten. Ne? Der erste Anlauf war eigentlich schon 1954. Ne? Also auch schon. Nicht? Also wie gesagt, in der Sowjetunion waren ganz ähnliche Diskussionen schon zugange. Nicht? Nur eben, wie gesagt, der offensive Punkt war der Aufsatz von Liebermann. Ne? Da wurde aus einer Zentralplanung eben die Dezentralisierung beschlossen, weniger Kennzeichen und so weiter. So, dann kamen aber 1956 wieder verschiedene Krisen, Ungarn, Polen und so etwas dazwischen. Und das führte in Auseinandersetzungen im ZK dazu, dass also wieder die Zentralität eine größere Rolle spielte. Man muss sagen, und das gibt auch Jörg Rösler zu, mit beachtlichen Erfolgen. Ne? Also, das heißt, aus einer qualitativ besseren Planung muss nicht unbedingt folgen die Eigenständigkeit der Betriebe. Ne? Ja, und dann wirklich richtig los ging es dann, ja, bekanntlich dann 1963, ne, mit den Beschlüssen. Auch vorher schon 1957 war das, also 56 geschrieben, 57 veröffentlicht. Da haben sich schon hier Arne Benari und der Fritz Behrens schon sehr weit vorgebracht. Ne. Was die vorschlugen, das war ja, im Grunde genommen Sozialismus der selbstverwalteten Betriebe. Ne. Fritz Behrens hat das jugoslawische Modell Zeit seines Lebens verteidigt. Das darf man nicht vergessen.